الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Wahrlich Gott gebietet, gerecht zu handeln, uneigennützig Gutes zu tun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wisst ihr, was ich am allerwenigsten mag? Ungerechtigkeiten und Menschen, die andere Menschen unterdrücken. Ihr kennt das. In der Schule, in der Klasse, auf der Straße oder im Viertel gibt es Menschen, die andere runtermachen, mobben oder sich über die lustig machen, weil sie irgendwie anders sind oder weil sie gerade Lust drauf haben. Und kaum jemand sagt oder macht was dagegen. Auf der Straße war das sehr oft für uns die Polizei. Sie haben mich und meine Freunde immer wieder aufgehalten, in Gruppen zusammengetrieben und vor allem andere Menschen kontrolliert, ohne dass wir etwas gemacht hätten. Sie haben gesagt, sie machen das, damit sich die anderen Menschen sicherer fühlen. Aber ich glaube, dadurch haben sie eher für mehr Unsicherheit gesorgt. Sie haben Bilder von uns als angebliche Verbrecher und Kriminelle geschaffen. Die Leute haben nur noch mehr Angst bekommen. Vielleicht ist deshalb auch niemand stehen geblieben und hat gefragt, warum wir überhaupt aufgehalten und kontrolliert werden. Irgendwann sind wir da selber so geworden. Wir haben andere runtergemacht, geschlagen, ausgeraubt und haben uns dabei stark gefühlt. Wenn sie uns wie Verbrecher behandeln, dann verhalten wir uns auch so, habe ich mir damals gedacht. Als ich im Gefängnis war, habe ich weiter Scheiße gebaut. Ich habe schnell zu streiten begonnen und mich weiter mit anderen geschlagen. Das hat mir viel Ärger gebracht. Ich war Stammkunde in der Isolationshaft. Ich fühlte mich hilflos und ohnmächtig. Darum habe ich zu schreiben begonnen. Mein Block und mein Stift sind meine besten Freunde geworden. Ich will nicht sagen, dass ich immer ein gerechter Mensch war, denn ich war ein Räuber, ein Schläger und ein Extremist. Ich schreibe diese Texte, um mit meiner alten Persönlichkeit klarzukommen. Es ist wie eine Therapie, es ist mein Dschihad an Nafs, mein Kampf, um ein besserer Mensch zu werden. Wenn du deine Gedanken niederschreibst, kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du nicht mehr weiterkommst. Und dann merkst du auch, wovon du keine Ahnung hast. Deshalb habe ich die Isolationshaft gegen die Bibliothek getauscht und bin dort Stammkunde geworden. Ich wollte alles wissen. Wissen gibt Sicherheit und Selbstvertrauen. Denn wenn man über seine Rechte Bescheid weiß, kann man sie auch besser einfordern. Für sich selbst und auch für andere. Und dann kannst du auch Widerstand leisten, wenn dir Ungerechtes widerfährt. Wie zum Beispiel vor 2 Jahren, als die Polizei in Nürnberg einen afghanischen Jungen aus der Klasse abholen wollte. Es gab einen Abschiebebescheid, obwohl dort immer noch Krieg herrscht. Seine Mitschüler und Mitschülerinnen reagierten sofort. Und innerhalb kürzester Zeit versammelten sich hunderte Menschen, um die Abschiebung zu verhindern. Aber die Situation eskalierte. Es kam zu einer Auseinandersetzung und die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke und Hunde ein. Die Abschiebung konnte schließlich nicht stattfinden, weil am selben Tag in Kabul nahe der deutschen Botschaft eine Bombe explodierte. Ist in dieser Geschichte alles gut gelaufen? Nein, denn der Junge ist immer noch von Abschiebung bedroht und es wurden Menschen verletzt. Ich verstehe die Mitschüler und Freunde und all die anderen Menschen, die sich in dieser Situation gegen etwas einsetzen wollten, das sie ungerecht fanden. Sie waren empört, sie wollten helfen und sie haben etwas getan. In jedem Fall ist es aber gut, wenn man sich gemeinsam gegen Ungerechtigkeiten stellt. Als sich zum Beispiel der Wiener Rapper Teaser letzten Sommer mit Kollegen im Park getroffen hat, wurde die Gruppe von der Polizei kontrolliert. Eigentlich war die Kontrolle bereits beendet, aber die Polizei blieb trotzdem in der Nähe und beobachtete die Gruppe. Plötzlich rückte Verstärkung an. Die Polizei packte Teaser und seine Kollegen an den Armen und führte sie aus dem Park. Teaser postete sofort Videos des Vorfalls auf Instagram. Den Grund für die Kontrolle und das Vorgehen der Polizei sah er in Racial Profiling, also wenn nur die Hautfarbe oder ein gewisses Aussehen der Grund für die Kontrolle ist. Das Video wurde von tausenden Menschen gesehen und geteilt. Unter dem Hashtag Nicht mit uns beschrieben hunderte Menschen ihre eigenen Erfahrungen mit Rassismus. Einige dieser Leute treffen sich mittlerweile regelmäßig, um Strategien gegen Rassismus zu entwickeln. Alle, die mitmachen wollen, können das auch machen. Man kann online mitkommentieren oder zu den Treffen kommen. Das ist Solidarität, aufmerksam zu sein und den Mund aufzumachen bei Ungerechtigkeit. Egal, ob das deine Mitschüler betrifft oder Themen, die so weit weg sind, dass sich das die Leute fast nicht vorstellen können. Darum machen meine Freunde und ich es so. Wir setzen uns zusammen und diskutieren über aktuelle Themen und stellen uns Fragen. Wie könnte eine Geschichte ausschauen, die sich an alle richtet? Und was können meine Freunde und ich dazu beitragen? Was ist unser Versprechen? Ähnliche Fragen haben sich die Menschen schon früher gestellt. Ich möchte euch was über Besa erzählen. Besa bedeutet sein Versprechen halten und ist der höchste moralische Ehrenkodex in Albanien. Als die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland an die Macht kamen, bauten sie nach und nach eine Schreckensherrschaft auf. Sie teilten die Menschen in Gruppen ein.
Bestimmte Gruppen, Juden und Jüdinnen, aber auch Roma und Sinti, Homosexuelle oder Menschen mit Behinderung, wurden gezielt verfolgt und getötet. Viele Grenzen wurden geschlossen und die Verfolgten wieder zurück in den sicheren Tod geschickt. Die Menschen in Albanien aber handelten anders. Viele Menschen, darunter fast 2000 Juden und Jüdinnen, flüchteten nach Albanien und wurden dort aufgenommen. Die Einheimischen haben sich selbst verpflichtet, Menschen in Not zu helfen. Es war ihre Ehre, Menschen zu retten. Sie haben jedes Klopfen an die Tür als Gottes Segen verstanden. So gaben sie den Geflüchteten Unterkunft, Essen, gefälschte Dokumente und ihr Versprechen, ihr Besa sie mit ihrem eigenen Leben zu schützen. Später, als die Nationalsozialisten in Albanien einmarschierten, weigerte sich die albanische Regierung, die Geflüchteten auszuliefern. Viele Albaner bekamen Probleme mit den nationalsozialistischen Besatzern. Ihre Familien wurden beobachtet, einige wurden eingesperrt, manche wurden sogar getötet. Aber sie haben keinen einzigen ausgeliefert. Sie haben ihr Versprechen, ihr Besa gehalten. Meine Brüder und Schwestern, ich frage mich, was könnte in unserer heutigen Zeit 2019 unser Besa sein? Was ist euer Besa, euer Versprechen in eurem Umfeld, in der Schule, auf der Straße, in eurem Viertel, in eurer Stadt oder im Internet? Wo stoßt ihr in eurem alltäglichen Leben auf Ungerechtigkeiten, die euch durcheinander bringen oder wütend machen? Vielleicht fühlt ihr euch ohnmächtig und alleine, aber möglicherweise geht es vielen anderen genauso wie euch. Lassen wir uns nicht einreden, dass eine neue Geschichte unmöglich ist. Ich möchte meinen Mund aufmachen und ich möchte, dass ihr mir dabei helft. Postet ein Beispiel für euer Besa, euer Versprechen unter dem Hashtag Besa 2019. Gemeinsam sind wir lauter. Das ist meine Geschichte, das ist unsere Geschichte. Assalamu alaikum, Friede sei mit euch allen. Jamal Al-Khatib.